Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Gut, dass wir wieder zusammenkommen. Gut, dass wir uns an die Wahrheit erinnern können. Welch anderer Zweck könnte unser Leben haben, um uns an die Wahrheit zu erinnern, wer wir wirklich sind. Wir wollen die Wahrheit erinnern und teilen, nicht den Wahnsinn. Wir wollen nicht an dem Wahnsinn teilnehmen, an dem Wahnsinn, den uns unsere Projektionen, unsere Welt, die ja nur in unserem Geist ist, zeigt. Jesus würde sagen, es ist doch Wahnsinn vom Leben zu glauben, dass alles Leben im Tod endet, dass die Kräfte schwinden im Leben, dass Alter und Krankheit unser natürlicher Weg ist und alles im Tod endet. Das ist doch Wahnsinn. Wer könnte an einen gütigen Gott glauben und ihn erfahren, wenn alles im Tod endet? Wenn uns Gott die Liebsten, mit denen wir so verbunden sind, wegnehmen würde. Das wäre doch ein wahnsinniger Gott, ein strafender Gott, ein Gott, in dem Verlust möglich wäre. Ist das nicht Wahnsinn, der solches denkt? Bin ich nicht wahnsinnig, wenn ich das glaube, das wäre meine Wirklichkeit? Bruder, wir sind hier, um uns an die Wahrheit zu erinnern. Wir sind hier, um ein leuchtendes Beispiel für alle zu sein, dass Gott nicht wahnsinnig ist, dass wir nicht mehr wahnsinnig sind, sondern dass wir erfahren und erkennen, dass es einen allliebenden Gott gibt, dass wir lehren, dass wir demonstrieren. Dort, wo bleibt ein Schrecken, dass wir keine Angst mehr haben. Jedes Mal, wenn wir Angst haben, machen wir die Idee vom Verlust wahr in unserem Geist. Wir glauben, wir könnten was verlieren. Wir glauben, es gäbe Verlust im Universum. Wir glauben, wir könnten unsere Sicherheit verlieren oder unser Ansehen oder unser Leben. Und das Leben, die uns umgeben, könnte ein Ende haben. Das ist doch Wahnsinn. Ich teile ein Leben. Und es gibt nur ein Leben, das ich mit Gott teile. Hier und jetzt. Jenseits der Formen. Jenseits des Verlustes, jenseits der Veränderungen, jenseits des Körpers, jenseits der Zeit gibt es nur ein Leben. Und das teile ich mit Gott. Dieses eine Leben, diesen einen Geist, dieses eine Wunder, diesen einen Geist, der sich nicht verändern kann, der überhaupt nichts weiß von Ende, von einer Sache wie Tod oder Krankheit oder Verlust. Natürlich bist du in diesem einen Geist. Wo solltest du sonst sein?
Natürlich kann ich nicht mich nur hinausdenken, hinausträumen aus diesem Geist, aber ich kann es nicht wirklich machen. Ich kann Gottes Geist nicht verändern. Es wäre Wahnsinn zu glauben, ich könnte Gottes Geist verändern. Ich könnte meinen eigenen Willen schaffen. Ich könnte ein Gegenteil zu Gott, ein Reich, ein gegenteiliges Reich zu Gott erschaffen. Das wäre doch Wahnsinn. Als Adam in einem tiefen Schlaf verfiel, hörte er auf die Schlange, auf eine Lüge. Wenn wir glauben, dass diese Welt wirklich ist, dass der Tod wirklich ist, hören wir auf eine Lüge. Jesus hat es gelehrt in der Bibel, wenn er gesagt hat, dein Vater war ein Lügner von Beginn an. Nicht, weil er schlecht war, nein, weil er gelehrt hat, was ihm die Welt gelehrt hat. Weil er alles übernommen hat, nichts in Frage gestellt hat. Und so wird es weitergegeben, scheinbar von einer Generation zur nächsten. Und niemand hat sich jemals gefragt, kann das der Wille eines allliebenden Vaters sein? Kann es ein Gegenteil zu Gott geben? Ist das alles, was es gibt? Und so kommen wir immer mehr und immer öfter in die Erfahrung, dass Gott und ich, dass wir eins sind, dass es nur ein Reich gibt, dass wir nicht mehr auf Lügen zu hören brauchen, nicht mehr auf diese Stimme des Egos in unserem Geist, die uns nur immer in Angst hält, die immer uns in Angst hält. Ist es nicht eine Welt der Angst? Es ist doch offensichtlich jetzt. Es ist eine Welt der Angst. Der wahre Virus ist die Angst. Die Angst, ich könnte angegriffen werden, krank werden und sterben. Aus dieser Angst baue ich mir einen Schutzwall auf, baue ich mir Verteidigungsmechanismen auf, versuche ich mich von allem zu trennen. Das ist, was Leiden ist. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir heute zusammenkommen und uns verbinden und für einen Moment unsere Schutzwelle gehen lassen, unsere Verteidigungsmechanismen, unsere getrennten Interessen, unsere getrennten Reiche. Alles das lassen wir gehen. Lass einfach alles los. Einfach alles los. Und komm wieder mit völlig leeren Händen in diesen Moment der Einheit, des einen Geistes, die Liebe Gottes, könnten wir sagen. Wir lassen heute die Verrücktheit hinter uns. Wir schließen uns nicht mehr an. Du bist hier, um Jesus und den Heiligen Geist zu vertreten, um dich nicht mehr dem Wahnsinn der Welt anzuschließen, um aufzuwachen, um zu erkennen, der Wille Gottes für mich ist vollkommenes Glück. Und es gibt nichts, was dieses Glück von mir fernhalten kann, weil ich es bereits bin. Ich brauche nichts zu tun, um glücklich zu sein. Ich brauche nur alles loszulassen, alle Hindernisse, alle Ideen von Verlust, von Angst, die mich daran hindern, vollkommen glücklich zu sein. Wir sind bereits im Himmel. Wir haben uns nur bezüglich falscher Glaubenssätze, falscher Ideen getäuscht. Der Himmel ist hier und jetzt. Hier und jetzt. Wo könnte er sonst sein?
Er ist genau hier und jetzt. Wer hätte sich gedacht, dass er mal so ausschaut, der Engel? Wer hätte sich das gedacht? Dass er genau so ist, wie er jetzt ist, wo alles perfekt ist, wo alles eins ist, wo es kein Urteil gibt im Hier und Jetzt und auch keinen Mangel und auch keine Idee von Verlust mehr. Im Hier und Jetzt gibt es nichts zu verlieren, weil alles gegeben ist. Wenn es keinen Mangel gibt, gibt es auch keine Idee. Ich könnte verlieren und dann im Mangel sein. Alles ist vom Heiligen Geist korrigiert worden in einem einzigen Augenblick, in dem die wahnsinnige Idee aufkam. Ich könnte mich von Gott, von der Gesamtheit allen Seins trennen. Im selben Moment wurde sie berichtigt. Und das Einzige, was wir tun, ist diese Berichtigung anzunehmen. Hier und jetzt. Ganz natürlich, ganz freudig und ganz liebevoll. Und so sage ich dir Dank, mein Bruder, für diese Reise heute nach Hause. Wir gehen nach Hause zu unserem Vater, den wir in Wirklichkeit nie verlassen haben und der auch uns nie verlassen hat. Und ich sage dir einfach Dank. Dank für die geistige Gesundheit in dir. Dank, dass du die geistige Gesundheit wieder annimmst und jede Verrücktheit, jeden Wahnsinn hinter dir lässt. Danke, mein lieber Bruder. Danke für deine Liebe, für deine Geduld, für diesen Moment, der bis in alle Ewigkeit hinausreicht.